Okay, schieß Zeig mal nämlich los. mal ein, genau, was ich mich nämlich gefragt habe. Also Obscurus ist ja so eine ja, Genre-Hybrid, vielleicht so ein bisschen aus Fantasy und Horror, Ja. um einen Noir-Magier namens Khan O'Mara. Und das hat mich natürlich ja, an ganz viele so Genre-Klassiker, vielleicht wie Hellblazer oder so erinnert. Aber grafisch fand ich, ist es total eigenständig und nochmal anders umgesetzt. Also die Bilder laden irgendwie mal so ein bisschen zu eigenen Geschichten aus und entwickeln so ein Eigenleben gegenüber der Handlung, hatte ich den Eindruck. Und deshalb wäre so meine Frage, wovon hast du dich da beeinflussen lassen? Gab es da sozusagen, wie hast du deinen Zeichenstil entwickelt? Was war deine Idee, wo es grafisch hingehen soll? Äh, Ist eine sehr schöne Frage. Also ich bin großer Michael Mignola-Fan, großes Fangirl, ja. Insofern ist das auf jeden Fall ein Einfluss, den ich festnageln kann. Ich bin auch ein großer Hellblazer-Fan, also da Einflüsse sind schon auch da, gerade weil die frühen Comics ja auch, ich weiß jetzt gerade nicht, wer die gezeichnet hat, aber auch sehr schraddelig, sage ich mal, sind, also auch so ein, ja, eben so einen Noir-Charakter haben. Ähm, aber ein guter Freund und auch Comiczeichner von mir hat mich früh getriezt, dann eben nicht zu sehr wie Mike zu zeichnen, was ich sehr gut finde. Ähm, ich glaube, ich habe aber auch relativ schnell einfach mein eigenes Ding gemacht, sage ich mal. Ähm, vor einer Weile hatte ich tatsächlich so eine Art Zeichenstilkrise und wusste irgendwie nicht so, oh, ich will so viele Sachen gleichzeitig und auf einmal und alles und viele kennen das vielleicht, glaube ich. Ähm, und dann bin ich auf Becky Cloonan gestoßen, die auch ein großer Name mittlerweile ist, also schon lange, aber ne, und die hatte mich auch nochmal sehr fasziniert und sehr beeinflusst irgendwie, weil sie so einen sehr klaren schwarz-weißen Stil hat mit eigentlich wenig Farbe oder nur so Akzentfarben. Und dann habe ich das gesehen und gedacht, oh, da will ich irgendwie auch hin. Also so sehr stilisiert und sehr linienstark. Und habe dann auch festgestellt, ja, was will ich mich abmühen mit Malerei, sage ich mal, oder mit sehr äh, ähm, ja, ich sag mal, Malerei, schweren Sachen. Meine Stärke liegt halt in der Linie und dann habe ich versucht, das einfach eher zu verfolgen und das fand ich ganz wichtig und kann ich auch als Ratschlag irgendwie geben. Versucht nicht, euch irgendwie krampfhaft ähm, zu verbiegen oder zu denken, oh, ich muss so viele Sachen auf einmal können. Hm. Macht das, wo ihr eure Stärke seht, so. Oder wird das? Und wenn du an einer Story arbeitest, entsteht die dann schon gleich in Form von Bildideen in deinem Kopf? Oder wie kommst du vom Skript zur Umsetzung? Oder schreibst du ein Skript oder fängst du mit den Bildern an? Wie gehst du da vor? Das war auch ein Prozess. Also ich habe schon mal einen längeren Comic gezeichnet, den ich leider noch nicht fertig habe. Da habe ich tatsächlich mich erst hingesetzt und ein Skript geschrieben. So ganz klassisch, ne, wie so drehbuchmäßig oder im Comic-Skript mäßig, so in diesem Panel passiert das und dann ist der Dialog und dann passiert in diesem Panel das. Und habe irgendwie festgestellt, dass ich dann da zu steif mich immer an dem Skript lang hangele und dann saß ich so da und habe einerseits schon die Bilder im Kopf gehabt, aber nur den Text geschrieben. Ne? Und das dauerte mir irgendwie alles zu lange, weil es war so ein Schritt und dann noch ein Schritt. Und dann habe ich, oh, sorry, dann muss ich an der Nase kratzen. Bei Obscurus, was ich ja damals im Studium angefangen hatte, gedacht, okay, ich probiere es irgendwie anders. Versuche es eher mich an einem Storyboard zu orientieren. Also ich mache erst das Storyboard und dann mache ich so ganz lose den Dialog oder überlege mir, ja, was sagen die da und mache das dann so Schritt für Schritt. Das hat so okay funktioniert, aber dafür war dieses Projekt ja dann irgendwie gut, weil dann habe ich festgestellt, okay, also jetzt habe ich so ein Hybrid-Ding. Sorry, ich verhaspel mich. Ich habe jetzt so ein Hybrid-Ding. Ich mache eher erst ein Storyboard und dann aber für sehr dialoglastige Szenen schreibe ich erstmal den Text, den ich aber nicht wie bei einem Skript dann so direkt schon einteile, sondern einfach nur den Dialog runter. Oder in diesem Dialog mache ich dann ein Storyboard und das funktioniert ganz okay. Mhm. Ich merke dann auch, also ich habe gemerkt, ich brauche
lose arbeiten, weil ich auch sehr viel nochmal ändere, während ich zeichne. Also wenn ich eine Seite zeichne, dann denke ich so, nee, das gefällt mir jetzt nicht mehr. Ich mache nochmal ein Storyboard oder füge hier nochmal Text ein oder ändere den Text komplett. Also es ist leider keine Arbeitsweise, die sehr mit einer anderen Person noch funktionieren würde. Also weil das ist dann so in meinem Gehirn drin. Zeitliche Entwicklung ist ja eben auch ganz spannend, selber zu beobachten, zu verfolgen, wie sich das verändert, wenn man dann länger an so einem Projekt dran ist. Und das Auf jeden wäre Fall, ja. eben auch so meine Frage. Jetzt ist der erste Band ja schon eigentlich 2018 veröffentlicht worden und dann jetzt eben letztes Jahr Neuauflage bei Schwarzer Turm. Wann geht es denn weiter? Und vielleicht noch interessanter, weißt du schon, für wie viele Bände du Ideen im Hinterkopf hast, wenn du sozusagen die Möglichkeit hättest, Khan O'Mara weiter zu begleiten? Weißt du schon, wo das hingehen würde, wie lange es weitergehen würde? Also wie lang kann ich nicht sagen. Ich sag mal Open End, bis ich keinen Bock mehr habe oder so. Was wahrscheinlich nicht so bald passiert. Gerade mache ich ja erstmal ein anderes Projekt, was sich leider gerade ein bisschen hinzieht, weil ich irgendwie zwischendurch dann jetzt nicht keinen Bock hatte, aber irgendwie andere Dinge. Und das ist auch eigentlich viel kürzer. Das ist gerade so paradox. Ich meine, Mops Groß habe ich irgendwie innerhalb von 2 Jahren runtergeackert und für dieses Ding, was nicht mal halb so viele Seiten hat oder ungefähr halb so viele Seiten, sind sie ja auch schon wieder fast 1,5 Jahre dran. Aber wenn ich es fertig habe, will ich auf jeden Fall mich an den zweiten Band machen. Ich habe sehr Bock drauf. Ich habe auch schon grob eine Story, also eher eine Story. Den Plot habe ich so noch nicht fertig, aber habe schon eine grobe Idee. Du hast schon Filmausschnitte und Filmszenen sozusagen oder Comic-Szenen in deinem Ja, Kopf. so ungefähr, beziehungsweise auch Figuren und worum es so ungefähr geht, so das Thema der Story. Ja. Und halt auch Figuren, die jetzt in dem ersten Band nur so ein bisschen kurz vorkamen, sollen halt auch ein bisschen mehr Spotlight haben. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Das bin ich auf jeden Fall auch. dabei. Das freut mich. Cool. Cool. Gibt es ansonsten noch etwas zu Obscurus? Irgendwas Wichtiges, was du noch erzählen möchtest oder loswerden möchtest? Vielleicht auch für Interessierte, die den Band noch lesen möchten? Naja, im Grunde wirklich Leute, die gerne Hellboy und Konstantin und so Kram lesen. Also Zeug, was so in so eine Abenteuer-Genre-Richtung geht, aber jetzt vielleicht das auf dem deutschen Markt nicht unbedingt finden. Ne? Ich meine, das ändert sich ja auch, da gibt es ja auch viel mehr, was rauskommt und so. Das finde ich auch super. Aber damals habe ich halt gedacht, ja, das ist halt das, was ich gerne lesen wollen würde, was ich gerne mehr im deutschen Comic sehen würde. Also mache ich das jetzt. Ja, klar, auch für Fans von Düsterkram, also die gerne irgendwie Horror und Fantasy und auch eine Mischung aus beidem lesen, ist es natürlich gedacht. Und der Markt dafür ist ja international eigentlich total groß. Also gibt es ja total viele Fans von so einem Zeug. Und das Schöne auf Comic-Cons ist ja dann immer, dass man dann Leute trifft, die dann total begeistert davon sind, weil sie das so noch nicht gesehen haben. Zumindest nicht bei uns Deutschen. Ne? Oder sich das auch wünschen würden. Und das freut mich dann natürlich immer total. Wenn, ja, also wenn ihr auf Horror, Fantasy steht, dann ist das für euch. Ja, vielen Super. Dank.